Ich bin von Katzenstein und im heutigen Video stelle ich eine ganz besondere Rüstung vor, die am Ende des Mittelalters aufkam und auch noch bis an den Anfang der frühen Neuzeit genutzt wurde. Der Riefelharnisch. Beim Riefelharnisch, den man auch maximilianischer Harnisch nannte, handelt es sich um eine spezielle Harnischart mit geriffelter Oberfläche, die zur Wende des Mittelalters in die frühe Neuzeit entstand und bis ins Jahr 1530 produziert wurde. Der Riefelharnisch ist eine der wenigen Vollrüstungen aus Plattenteilen des Mittelalters. Er besteht aus einem Kürass mit Vorder- und Hinterteil sowie Beintaschen. Der Helm des Riffelharnischs ist ein geschlossener Helm. Dieser gilt meiner Meinung nach als der beste Helm des Mittelalters und bringt den Träger vollständigen Schutz bei möglichst wenigen Einschränkungen. Der Helm kann durch Scharniere in zwei Teile geöffnet und dann um den Kopf des Trägers am Halsschutz befestigt werden. Der Halsschutz ist so hergestellt, dass der Kopf im Helm durch Geschübe nach vorne und hinten bewegt werden kann. Zudem besitzt der Helm am unteren Ende eine Fassung, die in den Halsschutz greift und rund ist. So kann der Helm theoretisch um 360 Grad gedreht werden und bietet dem Träger damit eine extrem hohe Bewegungsfreiheit und lässt keine Lücke für Angriffe am Hals offen. Die Schultern und Arme des Riffelharnischs erinnern etwas an seinen Vorgänger, den gotischen Harnisch. Auch hier sind die Hände mit beweglichen Panzerfäustlingen geschützt und die Schultern besitzen noch einen zusätzlichen Schutz, um Schläge von der Seite abzuhalten. Dieser Haken hier ist übrigens der sogenannte Rüsthaken, also da, wo ein Ritter seine Lanze einlegt. An diesem Haken kann man übrigens erkennen, ob es die Rüstung eines Ritters war, der zu Pferd mit Lanze kämpfte, oder ob es sich um einen Waffenknecht handelte, wenn der Haken nicht an der Rüstung war. Wenn man jetzt die Beine des Harnisches betrachtet, fällt einem auf, dass diese sehr viel mehr schlichter gehalten sind als bei der gotischen Rüstung. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass zu dieser Zeit der direkte Frontalkampf auf dem Schlachtfeld gar nicht mehr so präsent war und deswegen dieser Schutz einfach etwas schlichter gehalten wurde. Wenn man sich jetzt mal noch die Füße anschaut, fällt einem die breite und rechteckige Form auf. Beim gotischen Harnisch hatten wir die spitz zulaufenden Sabatons, die sehr ähnlich wie die damals modischen Schnabelschuhe waren. Diese Rüstschuhe haben auch wieder ein Vorbild, nämlich die sogenannten Kuhmauschuhe, die vor allem bei Landsknechten bekannt sind, aber auch damals allgemein in der Mode waren. Jetzt könnte man halt sagen, dass die Rüstung über die getragenen Schuhe passen müsste. Aber wahrscheinlich hat man die damalige Mode einfach wieder in die Rüstung einfließen lassen, um sich selbst auf dem Schlachtfeld zu präsentieren. Status war damals, wie auch heute, wohl ein sehr wichtiges Attribut. Aber warum besaß der Harnisch jetzt diese Riffeln? Diese waren keineswegs zu dekorativen Zwecken gedacht. Am Ende des 15. Jahrhunderts war der gotische Harnisch mit seinen vielen Rillen sehr präsent. Die Rillen des Harnischs waren dafür da, alle möglichen Angriffe auf die Rüstung vom Träger abzulenken, damit sie nicht in die Schwachstellen trafen. Diese Aufgabe erfüllten auch die Riffeln beim Riefelharnisch, nur waren diese eben anders angeordnet. Zusätzlich kam aber auch noch hinzu, dass sich ein Ritter zu dieser Zeit immer mehr gegen Feuerwaffen behaupten musste, die durchaus in der Lage waren, eine Plattenrüstung zu durchdringen. Aus diesem Grund wurden die Riffeln in die Rüstung eingearbeitet. Damit hatte die Kugel aus der Feuerwaffe beinahe keine Chance, in einem 90-Grad-Winkel auf das Metall zu treffen, wodurch sie ihre maximale Energie nicht entfachen konnte und im besten Fall dann einfach abprallte. Zudem wirkte die Riffelung als Versteifung und bot so bei einer geringen Masse einen erhöhten Widerstand gegen auftreffende Schläge. Daher war es möglich, relativ leichte und zugleich widerstandsfähige Harnische herzustellen. Viele Riefelharnische wogen weniger als 25 Kilogramm und waren damit sogar für das Turnier geeignet, bei denen Rüstungen meistens äußerst schwer waren. Doch die Herstellung von Riefelharnischen war dermaßen kostspielig, dass sie nach einigen Jahrzehnten komplett eingestellt wurde. Da war es wohl lohnenswerter, im Kampf auf flache Rüstungen zu setzen. Werden diese Riffel übrigens konvex statt konkav ausgeführt, spricht man von einem Pfeifenharnisch. Der Riefelharnisch hatte jetzt ja noch den Beinamen Maximilianischer Harnisch. Dies liegt daran, dass sich Kaiser Maximilian zu seiner Zeit sehr intensiv für die Plattnerkunst interessierte. So gründete er zum Beispiel im Jahr 1504 eine Rüstungsschmiede in Innsbruck. Die Massenherstellung des Riefelharnischs soll er übrigens selbst erfunden haben. Dabei wurde eine spezielle Presstechnik angewandt, die jeweils 30 Vorder- und Hinterteile des Brustpanzers auf einmal herstellte. Wie vorher angesprochen, war die Herstellung der gesamten Rüstung allerdings viel zu teuer. Stellt euch mal vor, was ein einzelner Harnisch gekostet hätte, wenn er rein aus Handarbeit und nicht maschinell hergestellt worden wäre. Aus diesem Grund trugen Landsknechte häufig nur die Brustplatte des Harnischs sowie vielleicht noch die Handschuhe, um in der Schlacht einen guten Schutz gegen Piken, aber auch Schüsse aus Arkebusen zu haben. Die weniger bezahlten konnten sich hingegen nur eine flache Brustplatte leisten. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Riefelharnisch und seine Funktionen bereits kanntet.
Wenn ich noch mehr solcher Videos über ganze Rüstungen aus der Geschichte machen soll, könnt ihr mir das ebenfalls in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf eure Antwort freuen.